Hallo, in diesem Video wollte ich euch dann zeigen, wie man dann seine Meet Call Tools oder Meet Call Action erstellen können und wie wir dann so ganz einfach mit unserer Automation verbinden können, damit dass der dann quasi wegen die Anruf der Assistent den Werkzeug nutzen kann und dementsprechend bestimmte Aufgabe machen würde. Als erstes bräuchten wir einmal die Werkzeug und öffnen wir dann so in der zweiten Tab auch dann so Automatisierung. Dafür gehen wir eine neues mit Call Tools erstellen. Wenn wir da erstellt haben, da ist dann nicht so anderes als eine Webhook, wo die dann so quasi, also so eine HTTP-Request, wo die dann so Postcall oder Get oder Put oder Patch oder Delete so machen würde. Aber wir würden dann so ganz einfach so implementieren, dass wir dann mit unserer Automation ganz einfach funktioniert würde. Also als erstes gehen wir dann so in unsere Automation, erstellen wir dann seine Automation als der Trigger, also wann sollte das ausgelöst werden, dann nehmen wir dann so der Tools Webhook. Das heißt also Webhook, dann gehen wir auf dem Catch-it Webhook, da kommt dann seine URL. Den URL können wir dann so verwenden, indem dass wir dann quasi in der Endpoint setzen. Ein Beispiel, wir wollen dann so in einem Fall eine Bestellinformation von einer Google Sheet oder Shopify oder WooCommerce so nehmen. Und das geht so ganz einfach. Also wir nehmen dann so einmal Live-URL. Dann, wenn wir dann testen wollen, das ist ja ganz wichtig, dann nehmen wir dann so /test am Ende. Also so hier quasi /test, damit dass wir dann testen können. Und dann sagen wir dann so hier Bestellinformation. Und bei Beschreibung hole die Bestellinformation aus Shop. So. Und wenn natürlich da bei Test, dann können wir dann so quasi einmal schauen, dass es dann so funktioniert. Ja? Dann gehen wir dann so auf Methode, lassen wir auf Post oder Get. Das ist dann eigentlich dann so egal. Und bei Werkzeug, dann würden wir dann sagen, was sollte die KI hier ausfüllen. Ja? Das heißt also, was wir benötigen, wir brauchen dann seine Bestellnummer. Und da ist Beispiel mit den Zahlen. Wie lautet die Bestellnummer? So, dann können wir der Werkzeug erstellen. Dann können wir dann so auf unsere Automation gehen. Da gibt es dann so ganz unten so eine Test-Trigger. Dann können wir dann so starten und dafür gehen wir auch bei Test-Tool. Dann schickt er einmal die Information an unsere Webhook. Da sehen wir dann, das ist der Bestellnummer 1 Beispiel. Und dann können wir dann so hergehen. Natürlich, wenn wir dann so wollen, wir können dann so Autorisierung so eine Basic Out oder Header Out zu stellen, damit dass die dann so nicht jede diese Anfrage schicken kann. Aber ich lasse dann so erstmal als Basic ohne Autorisierung. Das heißt, unsere KI füllte dann so hier die Bestellnummer, dann schickte dann so hier eine Anfrage. So, dann gehen wir auf den Plus. In dem Fall, ich habe so meine Tabelle in Beispiel in Google Sheet. So, dann gehe ich auf dem Google Sheet, öffne ich eine leere Blatt, Bestellnummer, Tracking. So, und dann zeige ich dann Bestellnummer, dann Kunde, E-Mail, dann Trackingnummer, dann Versanddienstleister. So, Beispiel Bestellnummer 1, Kunde ist Beispiel der Mario Müller. Da hat seine E-Mail von mario at gmail.com. Tracking-Nummer ist so Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der verschicken wir über DHL Beispiel. Dann kann ich dann nochmal in Automation gehen, in Google Sheet. Da kann ich dann so hier ganz einfach sagen, so Find Raw. Also im Prinzip, das funktioniert dann genauso. Da können wir dann so quasi hier Shopify nehmen oder WooCommerce oder wie auch immer. Oder wir können dann so einfach ein Ticketsystem nehmen oder was wir dann so verbinden wollen. In dem Fall, ich will so erstmal die Informationen von meine Google Sheet bekommen.
Da gehe ich auf dem Connection. Wenn ich dann schon mal verbunden habe, dann kann ich einfach meine Konto wählen. Wenn nicht, dann kann ich dann so hier Name geben auf Connect. Dann kann ich meine Google-Konto verbinden. Dann wähle ich dann so Bestelltracking. Auf dem Sheet nehme ich dann so den Sheetnummer, also die Tabelle Blatt 1. Dann hier sagte, in welche Spalte willst du das suchen? Also wir wollen dann so Bestellnummer und der Value von der Bestellnummer, was wir die suchen wollen, da gibt er uns dann so die Meet-Call Tools in Effekt, Beispiel der 1 oder was der dann ersetzt wird. Und hier können wir dann sagen Exact Match, also dass er ganz genau die Nummer ist oder so ähnliches ist. Ich würde dann sagen Exact Match oder gar nicht, weil wir können dann so dann später in der KI sagen, wenn du dann so mehrere Bestellnummern hast mit den 1 und 1, 2, 3, dann fragt man die Vorname von der Kunde, damit das du bestätigen kannst. Und Number of Low, also wie viel sollte dir dann zurückgeben, Beispiel. In dem Fall würde ich dann eine nehmen und dann sage ich ja Test. Dann sollte die Information mir geben. Also das heißt, hier haben wir die Information dazu. Also Bestellnummer, also was wir dann so hier im Endeffekt ausgefüllt haben. Dann soll ich die Daten wieder zurückgeben an meine Meet-Call und dass der Assistent quasi die Daten bekommt. Davon nehme ich dann so wieder die Webhook, also quasi der Antwort an der Webhook wieder zurückgeben. Dann auf dem Action, da kommt so dann Return Response, also zurückgeben. Und hier bei den JSON kann ich dann so einfach eingeben und sagen so hier Bestellnummer, Doppelpunkt, dann eine Komma. Also das ist eine JSON-Formatierung. Das kann man so dann so auch mittlerweile sehr gut mit der ChatGPT generieren. Dann kann ich dann nochmal sagen Customer Name oder Name der Kunde. Also genauso, was wir in der Google Sheet haben. Doppelpunkt, dann die Komma. Dann, was haben wir dann noch da? E-Mail. Da kann ich die gleiche Format nehmen. Und dann noch die letzte Punkt wäre, da kommt dann so Tracking-Nummer und dann nochmal Versanddienstleister. So, jetzt haben wir das. Nur die einzige bei JSON, dass am Ende die Komma, also wenn die letzte ist, die Komma muss man so löschen. Dann kommt keine Fehler. Also wenn eine Fehler ist, dann zeigt er dann so irgendwie hier JSON Body is invalid. Das heißt, der ist irgendein Fehler. So, und dann jetzt ersetzen wir von die Daten, was wir von Google Sheet bekommen haben. Das heißt also, ich gehe so bei Find Raw Nummer Raw 2 ist das. Dann sage ich, die Bestellnummer ist denn da. Dann auf Kunde nehme ich den Mario Müller. E-Mail ist der hier. Tracking ist der hier. Und der Hell ist das so quasi den Versanddienstleister. Und da kann ich dann so einmal testen. In dem Fall funktioniert. Dann kann ich dann so einfach da oben seinen Namen geben. Information aus Google Sheets, Bestelldemo. Dann kann ich dann oben auf den Publish gehen. Dann ist der Automation funktioniert. Nur die einzige, was wir dann so ändern wollen, hier auf dem Endpoint, da müssen wir dann so /sync nehmen. Das heißt, der Assistent, also für Tests, da können wir /test nehmen, damit dass er uns diese Tests schickt und dass wir dann testen können. Und wenn wir dann quasi ohne Test oder ohne Sync eintragen, das heißt, der Webhook, also quasi die Anfrage, schickt er nur einmal rüber und dann bekommt er keine Antwort in der Effekt. Da sagt er, ja, das ist meine Aufgabe, dass ich keine Antwort bekomme. Und wenn man so dann /sync nimmt, das heißt, der wartet anhand von der Zeitüberschreitung, dann wartet 10 Sekunden, damit das eine Antwort kommt. So, dann kann ich dann speichern. Und da kann ich dann auf dem Test-Call gehen. Jetzt sollte dann so auf dem Response, vorher der war leer. Jetzt sehen wir dann so die neue Response hier, da kommen die Daten in Effekt rein. Und jetzt können wir dann zum Meet-Call in Effekt in unsere Assistenz so verwenden und sagen so, nutze den Tools Bestellinformation. Bevor dass du dann so Bestellinformation suchst, dann musst du dann so Bestellnummer holen und gibst du die Bestellnummer an der Meet-Call und du bekommst die Antwort. Ich hoffe, das Video konnte dir helfen, damit dass du dann der Meet-Call-Tools verwenden kannst und in der Kombination mit unseren Automation-Tools, dass es natürlich dann so sehr, sehr einfach verwendbar ist. Danke, ciao.